Alrighty dann, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti auf W53, eine neue Folge Players to Watch. Aber kurz vorher nochmal reingeschaut, wie es so aussieht hier in dem Server im Moment in der Ehrenhalle. Sir Henry spielt aktuell den höchsten Char mit 264 als Kundschafter, Fladan 258, knapp dahinter ein paar weitere Kundschafter hier oben. Jess 261, zweithöchstes Level mit Brax. Brax hat gerade keine Gilde, das könnte möglicherweise daran liegen, dass er irgendwie Festungsangriffe macht. Maybe. Ja, ist jetzt nicht hundertprozentig gesagt, aber könnte so sein. Wir sehen einen Magier hier oben, aber dann ansonsten relativ alleine. Wir sehen einige Kampfmagier im Bereich 230 bis 240 stark vertreten. Und wir sehen auch ein paar Assassinen hier oben. Sogar auf 245 in der Top, also noch ein bisschen besser unterwegs als die Kampfmagier. Also Berserker, Kundschafter, Assassinen, Kampfmagier sind so die Top 4 Klassen, dann auch Krieger sind zwar ein paar da oben, aber jetzt auch nicht so mega viele. Vom Level her knapp hinter den Kampfmagiern und auch von der Menge der Spieler. Und bei den Magiern sieht es dann halt noch schlechter aus. Ja, Bananendeo kommt ja noch und Gurke immerhin. Ja, und als last but not least, ne, die Kampfmagier. Da ist einer im Moment in den Top 100, wie es aussieht. Ja. Wir sehen aber, dass fast 100 Spieler immerhin Level 200 sind oder mehr. Das heißt, da haben doch ein paar Spieler aufgeholt. Es war jetzt nicht ganz so zu vermuten, dass das passieren würde, weil der Server ja damals nicht so nach krassen Pilzern aussah. Aber einige mussten sicherlich jetzt auch einige Pilze nachzahlen, weil das ist ja auch nicht ganz so günstig, ohne XP und Gold-Event noch nachzurüsten, ja. Okay, so viel erstmal dann dazu. Kommen wir mal zu den Players to Watch. Waldemar inaktiv. Oh. Damit verabschieden wir Waldemar ganz offiziell aus den Players to Watch. Ja. Er hat auch ein bisschen weitergespielt auf jeden Fall, das weiß ich. Aber danke, dass du da warst. Danke für deine Aktivität auf YouTube. Wenn ich dir Mitglied sein schenken könnte, hätte ich dir das sogar geschenkt bei mir. Aber geht irgendwie nicht. Gut, wir haben aber auch einige Spieler verloren, ohne dass ich jetzt schon mal zu viel spoilere. Fabulous und No Mercy, die beim letzten Mal gar nicht so schlecht dabei waren, auch teilweise Assassin-Power hatten, sind leider raus. Ja, die sind aus der Liste verschwunden. Ich dachte erst, die haben vielleicht sich umbenannt, aber das passt nicht. Dementsprechend weiß ich, dass sie sich eben gelöscht haben müssen. Das ist natürlich schade, aber sowas passiert immer. Sowas passiert auf jedem Server. Nach wie vor müssen wir dort, Tschaußen sagen. Okay, jetzt kommen wir mal zum Players to Watch. Asathasa, German Fighters, Level 58. Er war 35, ist nach wie vor bei den German Fighters. Spielt also solide weiter, hat auch ein bisschen SA gemacht. Ich glaube so, 18% kann ich sehen. Also, läuft gut bei ihm. Läuft straight. Weiter so, ja, ist vollkommen im Rahmen, auch, weiß nicht, ob jetzt viele Pilze hier geflossen sind, ganz aktuell ist die Ausrüstung nicht, glaube ich also nicht. Kommen wir zu Darfsen. Darfsen war 28, ist jetzt 50 und auch Darfsen hat ein bisschen SA gemacht, hat sich verbessert, definitiv. Er hat hier einen Fight mit dem Asathasa, ich glaube, von der Gilde her, German Fighters bei 80%, wie es aussieht. Und Asathasa Darfsen bei den Beobachtern, sogar auf 122. Also wenn das so hinhaut, dann hat er da auf jeden Fall einen Vorteil. Ja, da muss sich Asathasa anstrengen. Ja, das wird eine knappe Kiste hier. Kommen wir zu Firestorm. Bei Firestorm sah es zuletzt besser eigentlich aus als bei den anderen. Jetzt sieht es hier schlechter aus. Er hat auch vom SA fast nichts. Er hat sich ein bisschen verbessert, wie es aussieht. Nee, im Moment, das war ja ein bisschen verbessert, aber immer noch nur 22%. Das ist natürlich nicht ganz so krass. Und die Gilde selber hat wohl 62, 63%, was für eine Free-to-Play-Gilde vollkommen okay ist. Aber da verliert er gegen die anderen. Ist natürlich schade ein bisschen für ihn. Schauen wir mal bei Ims. Ims bei den Teddybears gewesen, 42, jetzt 66, hat sich also auch gut verbessert, hat aber auch nicht so ein tolles SA, also für das Level könnte das SA schon besser sein. Teddybears ist die Guild von Mozone, okay.
Die hat aber immerhin auch 95% XP-Bonus, also hat da immer noch einen Vorteil gegenüber Firestorm, aber die anderen könnten aufholen. Also push deine SA ein bisschen, push deine SA. Er hat im Moment nicht alle Steine wohl gefunden, wie es aussieht, deshalb sind die Werte auch schlechter, aber ansonsten, wenn die dann noch reinkommen, hat er natürlich einen Vorteil. Bald kommen die Pets, da kann er auch nochmal leveln. Also es ist jetzt nicht so schlecht, ja? Er hat da noch Chancen. Er hat da Chancen drin zu bleiben. So. Leutrix war 35, ist jetzt 43. Da ist auch nicht so viel passiert. Und er hat jetzt 18% SA. Das ist halt zu wenig. Er hatte 14 oder so vorher. 15, glaube ich. Das ist leider auch ein bisschen zu wenig. Also ja, Free-to-Play ist das eine. Er hat halt gute Tränke drin. Das ist das andere. Aber ich weiß nicht, ob die anderen... Ich glaube nicht, dass die anderen auch Pilze ausgeben dafür. Ich weiß es nicht, ne? Also versuch das mal irgendwie zu deichseln, dass du dran denkst, deine Angriffe zu machen. Das SA ist so wertvoll. Leutrix, Fighters of Zero ist gerade erster Platz, haben aber auch entsprechend 65% ja, Free-to-Play. Das ist normal. Versuch mal dein Glück irgendwie, dass du das schaffst. So, Max war 37, ist jetzt 40. Keine Tränke drin. Bei den Teddy Bears auch. Bist du inaktiv, Kollege? Na, er hat ein bisschen SA gemacht, 12%, um genau zu sein. Also, vielleicht ist er nicht inaktiv, vielleicht hat er einfach nur gerade keine Tränke. Deshalb lassen wir ihn auf jeden Fall mal drin, ja. Gucken wir uns mal weiter an, wie es da weitergeht. Nikes von 44 auf 89. Bei No Mercy hat er natürlich sehr gute Gildenboni. SA könnte ein bisschen noch besser sein. Pass mal auf, du kannst ja theoretisch den Heiligen Gral schon freigeschalten haben. Jetzt, ich weiß nicht, wie es aussieht. Also du hast es, ich glaube, du warst das mit dem, ja, erwartet mit dem SA bis auf den Heiligen Gral, aber den Heiligen Gral findest du noch. Ah doch, du hast 1000 Bildchen gefunden. Ich glaube, wir müsstest du finden. Gib da mal ein Feedback, weil dann muss das auch gepusht werden. Ja, das sind 20%, die du dir wahrscheinlich noch holen kannst, locker. Das ist nicht zu verachten. Klar, No Mercy, wie gesagt, gute Gildenboni. Würde ich jetzt mal meinen, also, oder? Ja, 132%, das ist schon krass, ja, das ist schon gut. Onka bei Goldregen hat daran nicht so guten Boni wahrscheinlich. Onka war 34, ist aber auch auf 50 gekommen jetzt. Ausgeglichen geskillt, kann man sagen. SA für das Level ist auch okay. No, das passt, definitiv. Der deutsche Krieger, nicht der waschechte Krieger, sondern der deutsche. Auch hier die Gilde, zwar 61,8% des Abos, alles diese Free-to-Play-Gilden. Eigentlich auch sehr interessant, das mal so zu sehen. Ja, weiter so, weiter am Ball bleiben. Genau, das gilt auch für alle anderen. Bleibt weiterhin am Ball, so wie Messi in seiner besten Zeit, ja. Schaufler ist neu hinzugekommen und steigt auch mit 131 nicht schlecht ein. Top 500 ist er, Top 100 reicht es noch nicht, haben wir gesehen, aber wer weiß, wie er fortschreitet als Druide. Schauen wir mal, na, die Epics sind jetzt nicht allesamt neu, ein paar ältere dabei. Das ist alt. Das war auf jeden Fall alt, man muss auch gucken. Die Armor ist jetzt 45%, als Krieger hast du ja 50%. Also schau mal, dass du hier einen normalen Gürtel und vielleicht einen normalen Helm findest und die Epics mal austauscht. Guck darauf, dass die viel Armor haben. Und natürlich in den Werten her passen, aber das solltest du finden. Du solltest mit deinem Level 260 Intelligenz oder sowas finden, mehr vielleicht. Dann kannst du das locker austauschen. Also vor allen Dingen den Gürtel. Also der Gürtel ist da sehr krass schlecht und auch halt der Helm von der Armor ist halt sehr schlecht. Ja. Da brauchst du schon ein bisschen mehr Schutz. Ja. 5% Schadensreduzierung bringt mehr Vorteile als jetzt halt diese schlechten Epics. Ja. Also gegenüber normalen Items. Also normale Items wären noch besser, weil du kriegst mehr Schaden. Wenn du ein Item auf Intelligenz holst, eins auf Ausdauer, kriegst du mehr Schaden und mehr Leben als durch die Epics. Also das, ja, aber gut ist, dass er einen Schmied auch nutzt. Also ist er aktiv dabei. Können wir vielleicht vieles erwarten. Schauen wir mal. Shaco ist auch neu. Eigentlich hat er Glück, dass er jetzt dabei ist, weil ich musste nochmal neu aufnehmen. Ich habe schon angefangen, aber mein Mikrofon war nicht richtig. Shaco ist eingestiegen an diesem Wochenende. Also Nachzügler, jetzt aber auch schon 67. Er spielt 320 Alu.
Hat auch schon 60% SA. Also ja, da gehen ein paar Pilze auch drauf. Aber der Vorteil ist, er muss jetzt nicht so krass pilzen, weil er jetzt nicht so diesen Leveldruck hat. Und er wird auch aufholen. Wenn er das jetzt konsequent durchspielt, wird er aufholen. Ja, ist natürlich Berserker, schafft die Dungeons einfacher. Wir sehen, er hat... Ich würde mal sagen, es könnte sein, dass ein paar Epics aus dem Epic-Event sind sogar. Vielleicht geblättert. Werden wir sehen. Schauen wir mal, was da noch so auf uns zukommen mag. Ja. So, jetzt gehen wir mal weiter. Sir Daviel aus der 2. Legion ist einer dieser Aufholer. Er war Level 60. Ja, am 4. Tag. Und jetzt ist er 216. Das heißt, er hat da einiges aufgeholt. Er hat Epics definitiv geblättert. Ist ja auch fast Full Epic. Spielt auch über den Schmied. Ist okay. Steine. Auch gute Steine. Was ist 2. Legion? Wie sehen die aus? 132. Okay, eine Gilde vielleicht, die man... Hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Hat ein Level von 125 im Average bei 17 Raids. Ich glaube, das ist eine Gilde, die nicht schlecht unterwegs ist auf dem Server. Die sagt mir gerade halt irgendwie nur wenig. Warte mal, eine Hall of Fame. Wie sieht es da oben aus? Kite Shelter. Okay, ja gut, die sind dann schon stärker, definitiv. Pleasures, ja, Pleasures auf jeden Fall. No Mercy. Ich glaube, No Mercy war jetzt gar nicht so weit weg, oder? Sind sogar schlechter vom Rang her. 2. Legion. Wir haben jetzt nicht so viele Spieler hier ganz oben. Pilzender Harzer sehe ich auch noch. Habe ich auch schon mal gehört. 99, aber so vom 2. Legion hat den Anschein, dass sie... Ach ja, hier kommen auch welche. Husaria. Auch gelesen. 151. Okay, die sind nochmal höher. Aber 2. Legion, vielleicht so eine Top 5 Gilde. Müssen wir auch mal beobachten. Sir Daviel auf jeden Fall aufgeholt als Krieger sogar. Da sind ein paar Pilze reingegangen, definitiv. Ja, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, man 100er oder so. Auch entspannt. Vielleicht auch mehr. Ich weiß es nicht. Vielleicht weniger. Vielleicht kann das ja mal sagen. Man kann das ja mal so schwer aus der Ferne einschätzen. Aber ja, also damit in den Top 100 hält er auch die Fahne für die Krieger hoch. Wir haben ja gesehen, die Krieger sind nur knapp hinter den Kampfmagiern als Klasse vertreten. Also da ist es auch wichtig, dass solche Leute halt nachziehen. Hübsch, ja. Teiko bei der Hero Factory nach wie vor. Da war er, glaube ich, vorher auch schon. Ja, genau. 65er Level. Ist jetzt auf 127 als Assassine. Teiko möchte in die Top 100. Und langfristig ist es definitiv möglich. Stand jetzt noch nicht. Was aber gut ist. SA passt für das Level eigentlich. Denke ich, viel mehr sollte nicht drin sein. Hier ein paar alte Epics dabei. Ist zum Beispiel wahrscheinlich das gleiche wie bei, wer war das gewesen? Mit der Armor. Oh. Nikes. Ich glaube, Nikes war das gewesen. Hier haben wir den Helm, den alten Epic-Helm und auch die Handschuhe, die sind relativ alt. Die haben schlechte Rüstung. Gönn dir ruhig die 2% Rüstung, indem du diese Items austauschst. Das sind die schlechtesten Items bei dir. Die müssen raus. Ja, ausverkauft. Er spielt auch mit dem Schmied. Ist gut. Aha, Assassin ist natürlich immer schön. Hat er auch eine ordentliche Epic-Waffe gehabt. Nur halt jetzt ist ja auch schon wieder ein bisschen älter, leider. Ja, keine neue noch mehr gefunden, leider. Ja, also wie gesagt, langfristig Top 100 ist drin in dem Tempus. Wir haben ja schon gesehen, dass einige Spieler, die gut veranlagt waren, löschen sich, hören auf, werden inaktiv, was auch immer. Das kann immer wieder passieren. Und man muss da, wie gesagt, am Ball bleiben. Ja? Also man ist da seines eigenen Glückes der Schmied. Und wenn man vorhat, die Top 100 zu erreichen, dann geht das über Ausdauer. Definitiv, theoretisch ja auf jedem Server, aber hier vor allen Dingen auch. So, kommen wir mal zu Drivu. Drivu hat auch einiges auf. Er war Level 43. Ist jetzt Level 222 und das als Assassine. Also, wir haben Sir Daviel als Krieger erlebt. Er hat aber ein höheres Startlevel gehabt. Hier könnte es durchaus sein, dass noch mehr Pilze reingegangen sind. Die Epics sind alle relativ aktuell. Ja, die hat er alle frisch erblättert. Wahrscheinlich noch am Sonntag, hat noch Level gemacht. SA könnte besser sein für das Level, definitiv. Aber er ist ja sehr stark unterwegs. Hat auch mit bisher die höchsten Werte so. Wobei, Sir Daviel ist gar nicht weit weg von den Werten, aber
Ja, die beiden, die sind auf jeden Fall stark vertreten in den Top 100 aus unserer Players to Watch, halten da die Fahne oben. Auch bei Trivo würde mich interessieren, wie viele Pilze da reingegangen sind. Er hat seinen Twitter-Account verlinkt. Vielleicht finden wir die Information der Pilze über Twitter. Müssen wir uns mal anschauen. Aber ja, also das ja, baller schon rein. Klar, als Assassine Full Epic kannst du auch gegen Magier aufkommen und es ist immerhin günstiger. Ja? Es ist günstiger als Krieger, als Assassine, als jeder Char, wenn man nicht in den ersten 3 Tagen so versucht, über Level 200 zu kommen, sondern das dann später macht, weil man hat ja geskillt, die Gilde ist stärker, man hat vielleicht schon Boni durch die Unterwelt oder halt durch den Gildenschadensboni, man hat Pets, die natürlich auch schon gesammelt wurden und die Attribute verstärken. Dadurch hat man es einfacher, durch die Dungeons zu kommen. Und ich meine, der Assassin hat natürlich einen Vorteil, er kann die Krieger und die Geschickgegner wegpilzen. Ja, deshalb ist vielleicht Trivo auch vom Level her höher als Sir Davil. Aber würde mich mal interessieren bei den beiden, was die so ausgegeben haben. Also das, wie viele Pilze die eingesetzt haben für diese Aufholjagd, ja, die man so in der 2. Woche hier vonstatten gelassen hat. Und Xio kommt als letztes, denn da Zorumi, wie gesagt, hier gelöscht. Waldemar haben wir auch rausgenommen. Very Rare habe ich auch rausgenommen, inaktiv. Deshalb, ja, ist der Xio jetzt schon the last but not least von Level 46 auf 102 in seiner Gilde. Ganz entspannt nur mit den ersten beiden Pilzpaketen in den Server spielen, ist ja das Projekt. Krass. Dann war aber trotzdem von 46 auf 102. Er hat ein super gutes SA. Er hatte auch vorher schon ein gutes SA. Vorher war, glaube ich, irgendwie die Sache mit den Steinen bei ihm. Das hat sich jetzt auch erledigt. Also er ist jetzt auch sehr gut geskillt, sagen wir es mal so. Er ist sogar von den Werten her bald in der Lage, die Mordmaschine anzugreifen. Aber ist das wirklich nur mit den beiden Pilzpaketen? Ich habe schon das Gefühl, dass man, um das zu erreichen, jetzt hier ein paar Pilze ausgeben musste. Was habt ihr für Gildenboni? Okay. 120 immerhin, das ist natürlich gut. Aha, okay. Also, ich will das jetzt, also das soll keine Kritik oder irgendwas sein. Ich habe, so vom Gefühl her würde ich aber sagen, dass da, es kann natürlich sein, dass er die Pilzpakete geholt hat und ansonsten keine Pilze großartig ausgegeben hat und jetzt vielleicht auch ein paar Pilze für diesen Level-Up eingesetzt hat, aber ganz ohne Pilze von 46 auf 102 in der einen Woche. Aber jetzt mal unabhängig von der Alu. Ich würde sagen, das geht nicht. Xio, ich meine, ich habe seine Videos jetzt nicht gesehen dazu oder seine Streams. Interessiert mich schon ein bisschen hart. Vielleicht kannst du ja mal Feedback geben, was da genau so passiert ist. Weil an sich sieht der Char ja gar nicht schlecht aus. Also jetzt mal unabhängig. Gut, das ist sehr alt. Das Item, aber du hast da ein paar frische Epics sogar am Start. Kann natürlich durch Dungeons sein, ne? Klar. Aber selbst die geben ja nicht so starke Epics teilweise, wobei, ja, es kommt darauf an, wie weit man ist bei den Dungeons, ne? Wegen der Stärke. Bin ich mal gespannt. Also, das war's mit Players to Watch für nach 11 Tagen, W53. Und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit Daumen nach oben, freue ich mich. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.